Höhentraining Nummer 11. Oft ist es so, dass wenn man hoch spielen muss oder speziell zu Hause seine Höhe trainiert, immer nach oben denkt. Es ist ja auch anhand unserer Notation so geschrieben, dass höhere Töne eben auch höher im Notensystem stehen. Es hat aber leider den Effekt, dass man nach oben drückt. Das heißt, man hat immer diesen Effekt, der Hals geht zu, beziehungsweise man drückt das Mundstück, die Trompete stark gegen die Lippen, damit man eben irgendwo in diese Höhen vordringen kann. Viel wichtiger wäre es, sich ein Ziel nach vorne zu suchen. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei dir im Übezimmer bist und auf der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel ein Fenster, ein Schrank, was auch immer ist, dann spiel diesen hohen Ton nach vorne gerade auf dieses Objekt zu. Bayab, Bayab, volle Kanne nach vorne auf das Ziel. Darum geht es jetzt nicht, dass wir mit möglichst viel Luft und Anstrengung die Töne da rausdrücken, sondern es geht darum, dass wir die Luft mental führen und zwar geradeaus durch unser Instrument, durch den Raum eben auf dein Ziel. Wenn du jetzt ins Training starten möchtest und sagst, okay, heute mache ich definitiv eine Einheit Höhentraining, dann kannst du die Übung mit dem Töne-Schleudern nach oben in die Oktave eben sehr gut nutzen. Aber nimm immer dein Ziel ins Visier. Und dann kannst du eben auf diese Art und Weise eben deine Höhe trainieren. Ist dir das zu hoch, dann mach's eben mit deinen Tönen. Du kannst jederzeit auch tiefer starten und auch hier in die Oktave eben reinschleudern. Wichtig ist immer, dass wir wirklich auch mit den Gedanken nach vorne gehen, nach vorne, nicht nach oben. Am besten machst du die Übung sowieso auswendig, damit du dich genau auf diese Punkte eben konzentrieren kannst und dass es nicht zu diesem fest werden wird. Es ist natürlich auch anstrengend, das ist gar keine Frage, es ist ja auch ein Höhentraining. Aber letztendlich geht es einfach darum, dass wir uns mental auch darauf einstellen, diese Tonfrequenzen zu erzeugen. Keine Angst vor den Tönen, oft ist es auch so, und du kennst es bestimmt auch, man macht was, auf einmal klappt es, man möchte es wiederholen und es klappt nicht mehr. Da haben wir genau diesen Effekt. Man geht wertfrei an die Sache ran, bläst raus in den Saal, in das Zelt, in den Raum hinein und auf einmal klappt die Sache. Wunderbare Luftführung, die Stütze hat mitgearbeitet, der Körper war richtig darauf eingestellt, jetzt diese hohe Frequenz zu erzeugen. Und voilà, schon hat es geklappt. Und wenn es einmal geklappt hat, dann weißt du, physikalisch ist es bei dir definitiv möglich. Und dann heißt es jetzt trainieren, damit es eben Stabilität bekommt und in Zukunft auch dann abrufbar bleibt. Lass am Ende von dem Video ein Like und Abo da und halt mich auf den Laufenden, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten bis nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.